willkommen hier beim Turbo 108 Channel. Ich habe wieder was Geiles für euch. Könnt ihr euch drauf freuen. Und zwar die Frogman. Jetzt packen wir das geile Stück mal aus, Mann. Bis gleich. So, also. Da sind wir wieder. Seht ihr? Verpackung hier. Das ist die GW 8230 B9AER. So, ein schönes Ding hier. Ist limitiert, fast überall schon wieder ausverkauft. Typisch, aber was soll man machen? Wir lieben ja limitierte Dinge, deswegen sind die auch leider schnell weg. Hier sind die, ja, die muss ich jetzt nicht unbedingt auspacken. Das ist auf jeden Fall die Anleitung, so wie es aussieht. Wie in jeder G-Shock-Packung auch mit der Modulnummer. Und dann diese Warranty Card von G-Shock. Dann haben wir hier schön, wenn wir es aufmachen, seht ihr schon hier G-Shock in Gold. Das ist dieses Thema von der Uhr, dass das Gold immer ziemlich präsent ist, auch auf der Verpackung. Das Material fühlt sich ja auch sehr hochwertig an. Also halt nur Karton, aber trotzdem fühlt sich das ein bisschen besser an wie sonstiger Karton. Kommt auch schon was anderes raus. Da haben wir es. Das gucken wir uns gleich mal an. So. Und das ist jetzt auch wieder heute ein guter Unboxing-Tag, weil ich habe richtig Bock darauf, diese Uhr anzuschauen. Habe sie die Woche bekommen. Die gibt es ja auch erst seit ein paar Wochen, einen Monat vielleicht. Und ist deswegen auch schon ausverkauft. Ich bin ziemlich spät auf ein Pferd aufgesprungen, aber habe es irgendwie noch gekriegt. So, dann machen wir es schon mal auf hier. Zack. Da steht schon Shock Resist 30s Frogman. Für die 30-jähriges, für das 30-jährige Bestehen von der Frogman, genau. So. Und damals in den 90ern war diese Uhr einfach nur, ja, die To-Go-Uhr. Ich bin ja damals noch ein Kind gewesen, konnte sie mir nicht kaufen, leisten. Aber ich habe so ein bisschen das miterlebt, so die Sache mit den G-Shocks allgemein, so wie die damals eingeschlagen sind. So, dann sehen wir hier, das war auch da drin, also sowas wie ein Halter, damit die Uhr nicht aufgeht oder so. Das ist aus dem, ja, ein komisches Material, aber ist Papier, sieht aber glatt aus. Hier ist das kleine Beutelchen mit nee, es ist kein Aufnäher, es ist einfach drauf geprintet. Aber hochwertig, fühlt sich sehr schön glatt an, alles gut. Hier sind die kleinen Seilchen, kann man das auf zuziehen, eigentlich auch ganz gut zum Verstauen von Uhren, aber ich würde es bei mir eher sowieso in meine große Schatulle reinlegen. So, und da ist eigentlich auch nichts mehr drin. Da steht nochmal G-Shock, drunter steht nichts, da steht nichts, machen wir wieder mal zu. Ja, da sind solche kleinen Einsätze, wo das eingezahnt wird. Ja, kann man nicht sagen, ist eigentlich ganz gut, sieht schön aus. Jetzt kommen wir zu diesem eigentlichen Schmuckstück hier, die Uhr. So, schaut mal. Hier GW 8230B 9AER. Und hier drunter ist, glaube ich, auch die Modulnummer. Wartet mal, ich gucke mal auch hier auf die Uhr. 3521, genau, das steht auch hier drauf, die gleiche wie hier. So, man sieht, hier sieht man auch, dass das Finish von dieser Backplate so Art wie so Satin ist. Ist so ein Edelstahl oder was? Ja, wahrscheinlich Edelstahl, sehr massiv fühlt es sich an. Oder ist es Titan? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Uhr ziemlich leicht, weil Titan hier eingebaut wurde. Hier steht es auch. Ne, hier steht es so. Titanium. Dann schauen wir uns mal die Uhr richtig an. Zack. Mal das Licht ein bisschen
näher bringen. So. Ja, wie man sieht hier, schöne goldene Akzente. Wie gesagt, ist ja eigentlich in der ganzen Uhr jetzt präsent gewesen. Auch in Verpackung schon. Also hier auch die Pusher, alles Gold. Die Schrauben, die Schließe mit allem eigentlich. Auch hier die Schrauben, die größeren. Das alles. Frogman. Hier LED-Backlight, Mode. Hier Protection. Ja, die alte Uhr hat ja dieses alte EL-Backlight. Und das hier ist halt ein bisschen aufgewertet. Was hier von Funktionen drin ist, ja, das kann man ja im Internet alles rauskriegen. Ich sage es nur auf die Schnelle. Und zwar hat es ein TAF Solar natürlich. Solar, das ist gut. Das braucht man gar nicht mehr aufladen. Keine Angst, einfach in die Sonne legen, dann passiert auch nichts. Water Resist, 200 Meters, ja, ist ja klar, so wie immer. 20 Bar sozusagen. Ja, was hat denn das noch? Also, ich gucke gerade, Multiband 6 hat es nicht. Ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Full Auto LED Light, also Tilt, also sowas wie, wenn ihr euch neigt mit dem Arm. Das haben auch viele Uhren jetzt heutzutage, auch die anderen, die 5000er, die 610, die 5610 wollte ich sagen, dann die 5600er Modelle mit dem Bluetooth. Kann man ja alles optional einstellen. Wenn man da auf Light ein paar Sekunden länger drückt, dann kommt die L. Automatic Backlight geht dann an. Also hier in der Anzeige steht dann irgend so ein, keine Ahnung, könnt ihr mal ausprobieren. Hier. Jetzt. Doch, hat sich irgendwas eingestellt. Ja, auf jeden Fall geht dann LT an irgendwo. Da muss dann LT stehen. Das heißt, das Light ist an. Das ist automatisch Licht. Wenn man jetzt das Licht hier ausmacht, ich mache es ein bisschen dunkel, ich probiere es so viel wie möglich dunkel zu machen, dann sieht man innen drin einen Frosch. Ich probiere ein bisschen näher. So, ja, hier sieht man es, einen tauchenden Frosch und mit 30 TH. Das ist auch wieder uns an die Geschichte jetzt erinnern, dass es 30 Jahre her ist, seit der ersten Uhr. Auch von dem ganzen Umfang her, von der Größe, ist es am Original dran, also sehr, sehr nah dran. Also es gibt, glaube ich, kaum Unterschiede daran. Die haben alles Mögliche versucht und hin und her. Ich habe gehört, die haben so viel versucht, weil die es nicht reinkriegen konnten, dieses Solarpanel und alles in diese kleine Uhr. Aber die wollten unbedingt an dieses Originale ran. Ja, weil es einfach 30 Jahre her ist und die wollten eine richtige Anniversary Edition machen mit dem alten Style. Das gab es ja in den letzten 5 oder 10 Jahren auch nicht mehr. Da gab es dann die größeren Versionen, die waren groß, da stand dann 30 Anniversary drauf. Dieses Mal hat man sich gedacht, komm, machen wir es so nah wie möglich an der alten Uhr, an der Original, nur machen wir es besser, ein bisschen, im Titanium. Wir benutzen besseres Material. Das fühlt man auch hier. Das ist kein billig Resin, das ist ganz speziell hergestellter Kunststoff, was aus recycelten Materialien irgendwie so hergestellt wird. Das kann man sich im Internet mal ein bisschen recherchieren, wie die das genau herstellen. Das ist so ein neuer Verfahren, den sich Casio verschrieben hat für die Zukunft, um keinen Fußabdruck auf der Welt zu lassen, sozusagen. Ja, das versuchen die alle heutzutage so ein bisschen. Ist ja auch gut. Und Casio hat jetzt dieses erste Modell mit G-Shock, dieses erste G-Shock-Modell von sich in so einer Art, mit so einem Material hat rausgebracht. Uhren gibt es ja auch schon, so wie die ProTrack. Hat ein Kumpel von mir, deswegen kenne ich schon das Material. Das Gefühl auf dem Arm, wenn man die anhat. Das ist schon speziell, muss ich sagen. Fühlt sich gut an. Nicht schlecht. Jetzt lesen wir hier drunter Japan. Ja, Casio Japan. Das heißt, es wurde im Werk von den Japanern hergestellt, nicht in China oder Taiwan und so. Das ist auch ganz in Ordnung. Dann ist die Qualität meistens besser. So wie die 5000er. Ist jetzt nicht schlecht gemeint. Alle können gut sein, aber wenn Japan
Casio das selber herstellt, dann ist es meistens nur für Premium-Produkte. Die anderen machen die gar nicht, weil es auch kostenspielig und so weiter. Und die Werke sind auch nicht so groß in Japan. So, dann ziehe ich die mal kurz an. Bis gleich hier. So, da habe ich sie jetzt an. Ich habe es ein bisschen lockerer gemacht, weil das beim Ausziehen immer so blöd ist, finde ich. Ist auch meine erste Frogman hier, so Premiere. Und ich muss sagen, ich hatte sie einmal kurz mal an. Und von der Größe her ist es noch machbar. Ich bin ja jetzt nicht der größte Mensch und meine Arme sind auch nicht so groß. Aber größer würde ich es nicht gerne haben wollen. Die Frogmans, die ja leider heutzutage draußen sind, sind meistens viel größer. Und ja, müsst ihr selber wissen. Also das kann man euch gar nicht so wirklich erklären, wie das sich anfühlt, wie die Größe ist und so weiter. Das ist wirklich subjektiv und bei jedem individuell. Also ich kann nur sagen, sie fällt materialistisch, also fettes Ding, also wirklich groß. Das ist die größte Uhr, die ich von G-Shock habe. Obwohl es eigentlich die kleinste Frogman ist. Aber ja, ich weiß nicht, ey. Das sieht schon richtig krank aus. So ein Kumpel von mir hat mit mir drüber gesprochen, über den Style und so, weil die ist mir früher noch nie, die war noch nie so wirklich auf meinem Schirm, die Frogman. Und da haben wir auch uns drüber ein bisschen so abgelassen, von, also nicht schlechten, negativen, sondern positiven. Wir haben dann irgendwie angemerkt, ja, hey, das sieht aus wie von den Borgs, so von, könnt ihr mal gucken, googeln, die Borgs von Star Trek. Die haben so ein komisches Auge, so komische Form im Gesicht. So, die sind ja halb Menschen, halb Roboter, so gemischt mit Maschinenteile. Und zu denen würde diese Uhr perfekt passen. Ja, haben wir so gesagt, ey, voll die fette Borg-Uhr. Ja, auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt mal kurz als Referenz oder Vergleich mal die 6100. Das ist die einzige G-Shock, die ein bisschen so groß materialistisch ist. Ich bringe es gleich vorbei, ich bin gleich wieder da. So. Also wie gesagt, das ist jetzt das Objekt der Begierde. Geile Frogman 30 Anniversary. Und jetzt kommt die. Die habe ich noch nie gezeigt auf dem Channel, aber dazu kommt auch noch ein Video. Das ist eine meiner Lieblingsuhren. Hey. Mission Impossible, also so nenne ich die. Das ist die GW, glaube ich. GW 6100, gell? Oh, ich gucke mal kurz lesen. GW 6100, genau. Also, oder auch nichts steht da dran. Keine andere Bezeichnung. Mit dem Modul 3179. So. Jetzt kann man hier mal gucken. Ein Vergleich hier. Das Licht ein bisschen rüber. So, von der Größe her sieht man es, hä? Also ich tue die genau nebeneinander drauf. Es nimmt sich kaum was. Also es ist genau die gleiche Breite, Höhe. Ja. Das ist richtig cool, die Uhr hier. Die wiegt aber mehr. Dadurch, dass es halt mit einem Kombi-Bracelet verbunden ist und auch die Backplate, die wiegt ziemlich viel, finde ich in meiner Hand gerade. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Band hier, was das ein bisschen so faked. Wieder ein geiles Band hier, V1. Okay, dazu kommt auf jeden Fall ein Video, verspreche ich. Die ist hammergeil. Weg damit, aber nur damit ihr es gesehen habt, ja. Worauf ihr euch, ja, ich denke mal, jeder hat, der ein G-Shock-Fan ist, hat so eine 6100 im Schrank, egal welche Farbe. Die sind ja meistens gleich groß. Es gibt dann noch die anderen Modelle, kleiner und größeren, aber das ist jetzt die normale Größe. Und so im Durchschnitt könnt ihr euch das mal vorstellen. Ja, ich nehme jetzt kein Messdings und tue das ausmessen. Lineal und so Quatsch, aber auf jeden Fall seht ihr das ja jetzt, wie groß das ist. Ja, und ich finde hier die Backplate richtig schön. So Satin, schönes Metall, Satin-Finish. Mit dem schönen Frosch hinten drauf. Bei allen Frogmans hat ja der Frosch so ein anderes Style, was er da macht. Und hier ist es an den alten ersten angepasst. Da macht er genau das gleiche eigentlich, glaube ich. Ja. Dann die 30 Frogman, damit man es wieder weiß, dass man die Frogman hat, die 30 Anniversary hat. Ansonsten kann man es eigentlich kaum unterscheiden zwischen der Originalen und die hier. Außer halt ein paar
Akzente und Inside. Das TAF Solar, das war ja nicht im Original so. War noch eine Batterie vor 30 Jahren und ja, hier halt das Zeichen und auch das Licht, das halt für die Anniversary mit dem Frosch da drauf kommt. Ja, hier habt ihr noch die Mondphase, da sieht man dann, wann das Wasser wieder hoch geht, runter geht, damit man nicht in eine Flut reinschwimmt oder so. Das ist halt für die Schwimmer ein bisschen was. Da kann man hier Data-Loggen machen, Logdata. Ich habe mich mit den Sachen nicht befasst, weil ich kein Schwimmer bin. Eigentlich interessiert mich das nicht, nur der Style. Ja, aber es ist schon interessante Features, die man hier so einstellen kann. Man kann den Mond angucken, man weiß ganz genau, Vollmond, wann das ist. Jetzt der volle Mond, genau hier. Abnehmender Mond kommt dann natürlich. Und das geht dann jetzt zum Schluss bis morgen und dann geht es wieder von vorne so nach hinten los. Und man muss halt immer gucken, wann die Phase so unten wie möglich ist. Da kann man am besten da schwimmen und dann, wenn man sich wieder verpissen soll. Ja, nochmal gut Deutsch. Ah ja. Und ja, das Display ist groß genug. Man kann es ja wieder hier vergleichen zu der alten Uhr, zu der 6100. Ein bisschen größer. Hat so eine Art V-Form, wo sich so nach oben wie eine Uhr so bildet. Das hier ist eher quadratisch, würde ich es fast nennen. Die hier nicht so. Und ja, da oben ist auch die Sekundenzeiger. Da oben links. Das ist wie hier so ähnlich. Das zählt dann die Sekunden. Dann haben wir noch da rechts, das kann man ganz schlecht erkennen. Vielleicht das mal ein bisschen näher ran. Da, ja, jetzt sieht man es da. Da steht H. Das heißt, das ist High. Die Batterie ist aufgeladen. Das ist hier jetzt das alte Modell. Da ist dann hier High. Da neben dem PS. PS ist für Power Saving. Hier ist auch PS unten links. Power Saving Mode. Jetzt gehen wir mal kurz vielleicht durch die Funktion. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Können wir zusammen machen. So, hier ist Logdata. Tide. So, dann WT, also World Time, kann man sich aussuchen. Ich habe jetzt TC oder was. In Deutschland mache ich dann normalerweise Berlin. Aber die Zeit habe ich schon eingestellt. Oder? Nee, stimmt, die Zeit habe ich nicht eingestellt, aber ist okay. Dann hier Alarm kann man natürlich wieder einstellen. Stopwatch. Dann Timer. Und hier sind wir wieder ganz normal in der Zeit. Doch, die Zeit stimmt. Letztes Mal schon richtig gemacht. Geht ein paar Sekunden vor, 10 Sekunden oder so. Da oben werden auch die Sekunden gezählt. Ist eine Minute vorbei ist, dann fängt sie wieder von vorne an. Ich finde, es sieht richtig schön aus, auch mit diesem Style, mit dem goldenen Kreis da drin. Dann hier dieses mattgraue oder Gunmetal-artig da drin, dieses wo Titan steht, das ist alles Gunmetal. Also, ja, die gefällt mir schon richtig, ey. Ist richtig schön. Ich weiß halt nicht, ob man hier die Bänder, theoretisch kann man die rausholen, ist ja klar. Aber ich habe nicht geguckt, ob man die mal wechseln kann. Ob das auch 16er sind oder 18er, keine Ahnung, aber muss man auch nicht machen und ich glaube, das ist auch nicht möglich. Weil die sind auch so versetzt. Wenn man drauf guckt, ist ja klar, das ist nicht symmetrisch. Und damit es auch nicht sozusagen hier landet irgendwie, dass es da bleibt. Hier, deswegen ist es auch länger, damit man mehr Freiheiten hat mit dem Handgelenk, wenn man schwimmt oder sowas. Weil man darf nicht vergessen, das ist eine Tauchuhr. Ich ziehe es jetzt nochmal an, mache ein paar Aufnahmen. Dann könnt ihr das genießen. Und ja, bis gleich.
So, ich hoffe, euch hat der kleine Porn gefallen. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall einen guten Schnapper gemacht, fand ich. Also ich weiß ja nicht, die Frogmans gehen immer im Preis sehr, sehr hoch. Das war jetzt auch meine erste, die ich mir gekauft habe, wie gesagt. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht, ganz ehrlich. Ich muss mich damit erstmal anfreunden mit der Sache, weil vom Style her fand ich die immer voll geil. Also die von Anfang an, als ich die gesehen habe. Und ob die mir jetzt einen Mehrwert gibt, das ist dann die Frage. Weil ich weiß nicht. Also es muss jeder selber entscheiden. Das ist eine geile Uhr, wirklich. Hammergeil, wenn ihr es für einen Preis bekommt. Ich weiß jetzt nicht, angefangen hat es, glaube ich, 599, glaube ich, ja. Vielleicht kriegt ihr es ja günstiger, das ist ja auch nicht schlecht, ja. Das ist immer gut. Aber so wirklich Hoffnung gibt es dafür nicht, weil das ist eine limitierte Version und man sieht ja, wie die Preise immer hochsteigen. Es gibt ja Frogmans, die, keine Ahnung, letztes Jahr rauskamen, die kosten jetzt 2000 Euro oder so, 3000. Und die hier wird sich wahrscheinlich da auch irgendwo mal so einbringen in den Preis so. Ja, weil die schon ausverkauft ist fast überall. Also ich habe das auch das letzte gekriegt, was ich im Internet gesehen habe es mir geholt. Mir gedacht, ich mache ein Video und vergleiche die mal einfach nur ein bisschen so mit den Uhren hier, wie die hier, was ungefähr im selben Level von der Größe her sind. Und ja, was soll ich sagen? Also ich wollte es für mich selber erstmal rauskriegen, ob ich die Uhr behalte oder nicht. Jetzt habe ich sie erstmal und entscheide mich noch. Also ich finde sie gut. Auf jeden Fall hat sie mich überrascht, so vom Style, sehr schön, cool. Die Bänder, ich bin immer so ein Mensch, der gerne Bänder mal austauschen möchte und jetzt weiß ich nicht, ob das hier geht, das muss ich noch ausprobieren. Und ja, also wenn es euch gefällt, schnappt sie euch, wenn ihr die noch findet. Das ist ein cooles Sammlerobjekt, sage ich mal, ja. Muss man nicht jeden Tag tragen, sieht auch ein bisschen auffällig aus, ja. Aber kann man eigentlich theoretisch tragen. Jeden Tag ist ja eine Uhr, also ein Gebrauchsobjekt. So, ja, das war's eigentlich schon. Und viel Spaß beim Video, bei den anderen Videos. Ich tue jetzt auf jeden Fall meine Videos wieder nachbearbeiten, die ich rausgebracht hatte, mit Untertitel. Habe ich am Anfang nicht gemacht, ich wusste nicht, wie das geht. Jetzt habe ich es gelernt. Das auf jeden Fall. Dieses Video wird auch noch bearbeitet und auch im Nachhinein mit Untertitel versehen. Und in Zukunft immer mit Untertitel, ja. Das ist viel, viel besser für die Leute natürlich. Für mich auch. Ich gucke auch gern mit Untertitel Sachen an. So, das war's auch schon. Und ja. Ja. Das Licht von dem, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist echt blau. LED wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Coole Uhr. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Turbo 108 Channel in the house. Yeah.